Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Staffel Ideallinie auf und um den Nürburgring herum. Wir befinden uns heute hier in der Nürburgring Lounge und heute geht es um das Thema Grand Prix Strecke, Andi, oder? Genau, mitgebracht haben wir wieder den Benjamin Leuchter und den Andi Gülden und wir sagen herzlich willkommen 2021. Grand Prix Strecke ist angesagt, die Formel 1 Grand Prix Strecke mit ihren 5,148 Kilometern. Die letzte Zahl war? 8. Bist du sicher? 5,148. Ja, okay. Also knapp 5,2 Kilometer. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Streckenvariante, die wir haben. Alles sehr breit und der ganz große Vorteil, Benny, hier haben wir auch echt viele Kiesbetten. Kiesbetten, aber auch coole, actionreiche Überholmanöver. Formel-1-Rennen finden hier statt. DTM-Rennen haben hier schon stattgefunden. Die GT Masters fährt hier, viele, viele Sprintserien. Und natürlich ein Highlight beim 24-Stunden-Rennen wird die Nordschleife und die Grand Prix-Strecke zusammengelegt, sowohl auch in der VLN. Und das macht das Ganze hier natürlich so ein bisschen zu einem speziellen Thema. Genau, wir werden wahrscheinlich ganz zum Schluss bei der letzten Episode dann auch irgendwann an der letzten Kurve ankommen. Das ist dann die Hyundai N-Kurve, so wird sie genannt. Coca-Cola-Kurve. Und das ist eigentlich die schönste Kurve, wenn man sie links herumfahren darf. Ja, weil dann geht es natürlich auf die Nürburgring Nordschleife. Wir werden euch alle Varianten da natürlich näher bringen und freuen uns drauf. Ja, links herum, da hatte ich 2018 das Vergnügen, als ich hier die TCR Germany bestritten habe. Da wollte ich immer so mal kurz anzucken, links rüber. Es ging dann aber doch durch die Coca-Cola-Kurve oder eben, der Name ist mir gerade entfallen, Kurve. Von daher bin ich froh, heute mit euch hier zu sein und das ganze Thema einmal zu hinterleuchten. Wir legen los bei Kurve Nummer 1, das sogenannte Yokohama S. Das ist die langsamste Kurve hier am Nürburgring auf der Grand Prix Strecke. Das ist die erste Haarnadelkurve und die ist natürlich sehr speziell, gerade wenn man im Startgetümmel dort mit 4, 5 Autos nebeneinander den richtigen Bremspunkt finden muss. Ganz genau, habe ich auch eine ziemlich coole Erfahrung machen dürfen. 2019 hier WTCR, der Turnwagen-Weltmeisterschaftslauf, durfte ich aus der ersten Reihe starten, von Pol losgefahren, ziemlich schlechter Start. Und dann gab es gleich in der ersten Kurve ein Gerangel und ich glaube, ich hatte den besseren Ausgang. Ja, es gibt viele Varianten, viele Linien, wie wir in die Kurve hineinfahren, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Genau. Wir wollen euch auch eine Besonderheit der ersten Kurve dann demonstrieren. Deswegen haben wir noch ein paar Utensilien mitgebracht. Denn die Besonderheit auch im Yokohama S ist direkt am Scheitelpunkt die Topografie. Also ein klein bisschen Nordschleife schon in Kurve 1 hineingepackt. Da geht es sehr, sehr steil für einen kurzen Moment bergab. So ein richtiges Loch, da hat man viel Bewegung im Auto. Werden wir euch an der Strecke zeigen, wie viel Momente man da kreieren kann und wie man das Ganze ausnutzen kann und wie viel Schwung man auch mit anderen Gefährten da aufbauen kann. Wir stehen im Yokohama S. Die erste Kurve auf der Grand Prix Strecke am Nürburgring. Ich finde eine sehr spektakuläre Kurve, auch wenn sie im ersten Moment nicht so aussieht. Aber wir haben hier halt ein extremes Gefälle und die macht das Ganze wirklich spannend. Ganz genau, es ist die Kurve Nummer 1 hier, gerade nach dem Startgetümmel. Kann das schon mal richtig eng werden hier. Wir haben hier ein bisschen Gefälle, ganz besonders im Bereich des Scheitelpunktes, also da, wo ihr den roten Pöller seht. Da ist es dann auch je nach Fahrzeugtyp eine Sache, die man durchaus mal mit einbauen kann in seine Linienwahl. Denn fahre ich ganz eng rum, falle ich in so ein kleines Loch hinein und das ist dann so der extra Moment, den ich auf der Vorderachse erzeugen kann. Zusätzlichen Anpressdruck, wenn das Auto landet, vielleicht rotiert das Auto noch ein klein bisschen mehr. Wir sehen hier im Hintergrund neuen Asphalt. Wann ist der gekommen, Andi? Der ist tatsächlich 1 Jahr alt. War aufgrund dessen, weil die Fahrzeuge oder viele Fahrzeuge aufgesessen sind, der Asphalt da schon sehr stark abgetragen ist oder wurde das Ganze hier neu asphaltiert. Aber zurück zum Poller. Der Poller ist für die View Guidance, das heißt nachdem ich angebremst habe, für mich super wichtig, weil ich orientiere mich mit meinem Blick, mit meiner Blickführung in Richtung Poller, weil ich möchte in diese Richtung. Merke dann aber irgendwann, dass das Auto gar nicht dahin fährt, weil es untersteuert. So bin ich auf der richtigen Linie unterwegs. Und dann in dem Moment, wo sich das Auto setzt, fährt das Auto auf einmal rum und ich kann hier sauber raus beschleunigen, hoch in die Mercedes Arena.
das Anbremsen selbst, das ist auch sehr speziell, denn man sieht es ja, wie es hinter uns den Berg hinaufgeht. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich die Start- und Zielgerade runterfahre, im letzten Drittel der Geraden, da gibt es so einen kleinen Rechtsknick und es geht steil bergab. Das heißt, man muss diese erste Kurve tatsächlich schon anbremsen, bevor man den Poller sieht, bevor man den Scheitelpunkt erkennt. Und das macht es sehr schwierig, ganz besonders, wenn es nass ist. Wenn es nass ist, läuft hier auch halt wieder das Wasser zusammen, wie an vielen, vielen Punkten hier rund um den Nürburgring. Aber dazu kommen wir später. Letzte Besonderheit ist hier für Kurve Nummer 1. Das ist das Yokohama S, früher auch bekannt als Castrol S. Da gab es die Mercedes Arena noch nicht und da war das hier eine sehr schnelle Schikane. Heute wird sie immer noch als Schikane genutzt, dann aber eben nur beim 24-Stunden-Rennen. Ganz genau. Eine besondere Streckenvariante hier von der Nürburgring Grand Prix Strecke. Dann ist nämlich die Mercedes Arena das sogenannte Fahrerlager. Stehen LKWs, Trucks oder auch Catering-Zelte, weil man natürlich dort einen größeren Platzbedarf hat. Um euch wirklich mal zu zeigen, wie steil das Ganze ist, habe ich dann noch ein bisschen was mitgebracht. Benny, ich brauche dich mal. Was ist denn da los? Um euch noch einmal gerade zu zeigen, wie steil das hier wirklich runtergeht, müsst ihr mal darauf achten, wie der Benny hier gleich beschleunigt wird. Go, Benny! Auf geht's! Ganz schön weit. Ja, also das nur mal gerade, um euch zu zeigen, wie steil es tatsächlich hier in ein kleines Loch hineingeht. Die Mercedes Arena hier am Nürburgring, der Volksmund sagt auch Haukhaken dazu. Das ist auch eine sehr, sehr technisch anspruchsvolle Passage. Sie wurde 2003 hier dazu gebaut zur Grand Prix Strecke. Die älteren Semester, die können sich vielleicht noch daran erinnern an das Kart-Motordrom, was es hier am Nürburgring gab. Da gab es eine schöne Outdoor-Kart-Strecke, wo bei vielen, unter anderem eben auch bei mir, alles angefangen hat. Eine richtig geile Kartbahn, aber sie musste weichen aufgrund der Mercedes Arena. Das ist wirklich eine sehr, sehr langgezogene Linkskurve. Vor einem Jahr, Anfang 2020, wurde diese Passage auch neu asphaltiert, deshalb aufgepasst dort. Da ist der Grip noch nicht so perfekt, besonders auf der Ideallinie. Heißt auch für uns diese Besonderheiten der Regenlinie. Das hat sich auch neu gemischt, da die Karten, denn das war eine Passage, wo man sehr gut außen herumfahren konnte. Ja, die Kurve fällt oder steigt stark an und dann im Scheitelpunkt fällt sie ab. Das macht das Ganze so super schwierig, genau den Scheitelpunkt auch zu sehen im Eingang. Und beziehungsweise wann gehe ich ans Gas? Gibt es große Unterschiede auch hier zwischen Frontantrieb und Heckantrieb in Bezug auf Gaspedalstellung am Scheitelpunkt. Da macht das Überholen besonders viel Spaß oder aus dieser Kurve heraus zu überholen in die nächste links macht das Überholen besonders viel Spaß, weil man sich den Gegner so richtig schön zurechtlegen kann. Genau, diverse Möglichkeiten in dieser langgezogenen Ecke. Man braucht relativ viel Geduld und man darf auch nicht beim Hineinfahren zu weit ausholen, denn da außen liegt immer sehr viel Dreck, Staub und entsprechend schmutzig ist es da. Wenn man sich dann nach innen arbeitet an den Scheitelpunkt heran, dann braucht man wirklich Geduld, denn du siehst nicht, wo der Auslenkpunkt ist, du siehst nicht, wo hört die Strecke auf. Der ganz große Vorteil ist aber in der Mercedes Arena, dass wir asphaltierte Auslaufzonen haben. Und auch das macht es für den Profi ein bisschen besonders, weil gerade auch die Ungeübten, die übertreiben es da gerne mal, weil sie wissen, hey, an der Stelle kann mir nichts passieren. Genau, gerade in Startphasen sieht man da oft Szenen, wo 3, 4, 5 Autos nebeneinander sind, 2 Autos dann vielleicht schon neben der Strecke und dann nochmal zurückkommen. Also eine wirklich anspruchsvolle Kurve, sieht im ersten Moment sehr leicht aus, hat es aber wirklich in sich. Und das Thema Fahrwerksabstimmung spielt an der Stelle auch eine Rolle. Man muss natürlich das Auto nicht nur auf eine Kurve abstimmen, sondern auf viele, viele Kurven. Aber diese Kurve beeinflusst nämlich das Setup im Auto auch enorm. Wie steht mein Auto vom Pitch her? Kann man sehr schön dort auch einmal ausarbeiten. Noch viel anspruchsvoller
ist aber der Ausgang der Mercedes Arena. Wir sind angekommen jetzt hier im Bereich der Mercedes Arena. Um genau zu sein, handelt es sich um den Ausgang der Mercedes Arena. Und das ist ja eine Schlüsselstelle hier am Nürburgring. Und der Benny hat formschön das Auto schon mal auf der Ideallinie geparkt. Damit ihr sehen könnt, wo wir langfahren, beziehungsweise wo der Andi primär lang fährt. Auf der linken Seite holt er nämlich immer schön aus, damit er hier die rechts, bevor es dann wieder auf die lange Gerade geht, früh raus beschleunigen kann, den Schwung mitnehmen kann, um auf der langen Geraden eben die Zeit gut zu machen. Ja, eingangs die langgezogene links, gibt es viele Varianten, aber wenn wir dann rausfahren, dann kommt so eine Hundskurve, Schweinekurve, eine fiese Kurve, nämlich eine Kurve mit sich schließendem Radius. Eine Schweineohrkurve, so nennen wir sie auch. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, verschiedene Linien. Wichtig ist, dass man im Ausgang dieser ganz engen Links auch wirklich links positioniert ist, um die folgende Rechtskurve, die dann sofort folgt, gut anfahren zu können. Also der Klassiker, ja, das Ganze als Kurvenkombination eben zu betrachten. Und hier ist es ähnlich wie im Hatzenbach-Geschlängel, im Pflanzgarten. Ja. Der Ausgang von dieser Kombination, das ist der entscheidende Punkt. So eben auch diese Links-Rechts-Kombination. Man muss die Linkskurve ein bisschen opfern, um den maximalen Schwung eben hier aus der Rechtskurve heraus zu generieren. Und dazu muss ich das Auto innen halten. Ich darf mich nicht raustragen lassen, damit ich eben dann schön die Rechtskurve von außen anfahren kann. Wichtig bei der Linkskurve, die wir dort vorne sehen, den Curb. Da können wir ranfahren, aber auf gar keinen Fall drüber fahren. Beim Zurückfahren wieder auf die Strecke haben wir eine sehr große Gefahr, uns den vorderen linken Reifen zu beschädigen. Deswegen, meine Lieben, bleibt weg vom Curb bzw. fahrt nur ran, auf gar keinen Fall drüber. Der Punkt ist der von der Linienwahl her, dass du dich in der ersten Links eben nicht raustragen lässt, wie man es klassisch ja normal machen würde. Nein, du musst das Auto wirklich innen halten, du musst dir gedanklich einen sehr späten Scheitelpunkt setzen und da dann auch wirklich links bleiben. Man positioniert sich für die darauffolgende Rechtskurve. Ja, diese Kombination muss man als Ganzes eben betrachten. Da gibt es immer wieder gute Aufnahmen, wie man sich auch da im Zweikampf einfach zu verhalten hat, damit man sich seinen Vordermann dann auch regelrecht zurechtlegt. Ja? Denn viel wichtiger ist es einfach, den Schwung mit rauszunehmen aus der Kurve. Zwischen den beiden Kurven, da habe ich nur wenige Meter, da kann ich wenig Zeit gut machen. Wenn ich aber aus der Rechtskurve raus, aus der Mercedes Arena, da wirklich den Schwung mitnehme, dann nehme ich den Schwung mit auf die Gerade und kann mir dann den Kollegen bei der nächsten Kurve auch wirklich dann parat legen und kann ihn dann schön ausbremsen. Wichtig noch zu wissen ist, dass wir genau in dieser Linkskurve auch einen Asphaltwechsel noch haben. Also wir haben von neu asphaltierter Fläche zu einer etwas älteren asphaltierten Fläche einen Asphaltwechsel und das macht das Ganze im Nassen natürlich noch viel spezieller. Da sieht man dann auch auf einmal Autos ausbrechen oder eben schlagartig untersteuern. Auch eine sehr, sehr interessante Kurve und für mich auch auf jeden Fall eine Kurve, wo sehr viel Action auch während dem Rennen gezeigt wird. 3 Asphaltwechsel haben wir sogar, wenn man die gesamte Links-Rechts-Passage am Ausgang der Mercedes Arena dazu nimmt. Zum einen am Kurveneingang kommt der Wechsel von neu auf alten Asphalt und auch gerade am Kurvenausgang, wenn man rechts Richtung Kurzanbindung fährt, auch da kommt nochmal ein Asphaltwechsel. Unheimlich schwer, den zu erkennen, aber man spürt ihn und ganz besonders im Nassen. Das ist genau der Moment, wo du meinst, wow, ich habe die Kurve gemanagt, ich möchte jetzt sofort ans Gas gehen und dann kommt der Asphaltwechsel. Wow, das ist gerade bei den Hecktrieblern sehr speziell und wenn du da das Auto verlierst am Kurveneingang, dann kann es dir passieren, dass das Auto eben im rechten Winkel abbiegt und auch da kann man das Auto ganz gut zerstören. Das Schwarze zwischen den beiden grünen Flächen, das ist ungefähr der Bereich, wo wir uns aufhalten sollten. Ja, aber jetzt haben wir hier euch schon mal ein paar Tipps geben können. Das war's mit dieser Folge von der Ideallinie auf der Nürburgring Grand Prix Strecke. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und klickt auf die Glocke. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.